Du willst fließend Deutsch sprechen? Dann fang damit an, langsamer zu reden. Viele denken, dass man besser klingt, wenn man schnell redet. Doch das stimmt nicht. Wenn du zu schnell sprichst, machst du mehr Fehler. Du vergisst Wörter und andere verstehen dich nicht richtig. Wenn du langsam redest, wird alles leichter. Die besten Sprecher reden langsam. Denk an einen guten Moderator auf der Bühne. Er spricht ruhig, klar und sicher. Du kannst ruhig nachdenken und die Wörter klar aussprechen. Du fühlst dich sicherer und die Menschen verstehen dich besser. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich mit Deutsch begonnen habe, wollte ich schnell sprechen. Aber niemand verstand mich richtig. Ich machte viele Fehler und war traurig. Früher dachte ich immer, dass ich schnell sprechen muss, um gut zu klingen. Aber jedes Mal, wenn ich zu schnell redete, wurde ich nervös und gestresst. Ich suchte nach den richtigen Wörtern, fand sie nicht und war unzufrieden. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich gar keine Eile habe. Wenn ich langsamer spreche, finde ich die Wörter leichter. Ich kann ruhig atmen und bleibe entspannt. Eines Tages sagte mein Lehrer zu mir: Sprich langsamer, nimm dir Zeit. Ich hörte auf ihn und sprach ruhig. Etwas Wundervolles geschah. Die Menschen lächelten. Sie verstanden mich endlich. Ich fühlte mich glücklich und stolz. Seit diesem Tag rede ich langsamer, und das macht alles viel leichter. In einer neuen Sprache brauchst du manchmal etwas länger. Langsames Reden gibt dir diese Zeit. Deine Aussprache wird klarer und die Leute verstehen dich sofort. Das fühlt sich gut an. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Café. Ich wollte einen Kaffee bestellen, aber ich redete zu schnell. Die Kellnerin verstand mich nicht. Ich wurde unsicher. Dann sprach ich langsam und deutlich. Sie lächelte und brachte mir meinen Kaffee. Ich war erleichtert. Da habe ich gemerkt, dass langsames Sprechen wirklich hilft. Vielleicht fragst du dich, ob jemand lacht, wenn du ruhig sprichst. Nein, niemand lacht. Die Menschen freuen sich, dich zu verstehen. Sie achten dich, weil du dir Mühe gibst. Langsam zu reden bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Es zeigt, dass du richtig und klar sprechen willst. Ein Tipp: Nimm dich selbst auf, wenn du langsam sprichst. Hör dir danach zu. So erkennst du kleine Fehler und kannst daraus lernen. Dann machte ich weiter. Schritt für Schritt wurde ich besser. Meine Aussprache klang sauberer. Wenn ich ruhig sprach, war ich entspannt. Ich hatte keine Angst mehr. Sprechen machte mir Freude. Ich fühlte mich frei. Auch denk daran, langsam zu sprechen hilft wirklich. Es macht dich sicherer und Lernen wird angenehmer. Probier es aus. Sprich ruhig mit einem Freund. Lies langsam. Sprich langsam, auch wenn du allein bist. Du wirst den Unterschied spüren. Langsames Reden ist nur eine kleine Veränderung, aber sie hilft dir beim Deutschlernen sehr. Jetzt weißt du, warum ruhiges Sprechen wichtig ist. Jetzt schauen wir, wie du es jeden Tag üben kannst. Diese Tipps sind einfach. Du brauchst nur deine Stimme, ein bisschen Zeit und Geduld.
Je öfter du übst, desto sicherer wirst du. Als ich begann, ruhig zu sprechen, war es schwierig. In meiner Muttersprache rede ich schnell. Ich musste mich oft daran erinnern. Atme tief, sprich langsam, mach keinen Druck. Nach einer Weile wurde es leichter. Heute fühlt es sich ganz normal an. Die Menschen verstehen mich besser. Du kannst das auch schaffen, Schritt für Schritt. Beginne deinen Tag mit einem deutschen Satz. Wähle jeden Morgen einen kurzen, einfachen Satz. Zum Beispiel: Heute geht es mir gut. Ich möchte Deutsch lernen. Sprich den Satz langsam und klar. Wiederhole ihn ein paar Mal. Spüre die Wörter beim Sprechen. So arbeitet dein Gehirn mit. Lies jeden Tag ein paar Minuten laut. Wähle eine kleine Geschichte oder ein paar Zeilen. Lies ruhig und deutlich. Wenn du ein Wort nicht kennst, halte kurz an und sag es nochmal. Ich lese oft kurze Texte am Abend. Mit der Zeit wirst du sicherer. Sing ein deutsches Lied. Singen hilft wirklich. Wähle ein leichtes Lied, vielleicht ein Kinderlied. Sing es langsam. Das hilft bei Aussprache, Atmung und Rhythmus. Und es macht Spaß. Sprich auch mit dir selbst auf Deutsch. Das ist ganz normal. Sag laut, was du tust. Zum Beispiel: Ich koche Kaffee. Ich ziehe meine Jacke an. Sprich ruhig und klar. So wirst du selbstsicherer. Nimm dich beim Sprechen auf. Verwende dein Handy oder ein Aufnahmegerät. Sag ein paar einfache Sätze in ruhigem Tempo. Hör dir die Aufnahme danach an. Kannst du jedes Wort gut verstehen? Wenn nicht, versuche es noch einmal. Am Anfang wirkt das ungewohnt, aber es ist sehr hilfreich. Du hörst deine Fortschritte und bleibst motiviert. Lächle beim Sprechen. Es klingt simpel, aber es hilft wirklich. Ein Lächeln beruhigt dich und du sprichst klarer. Ich habe beim Üben oft gelächelt und alles wurde leichter. Sprich auch mit anderen langsam, nicht nur allein. Wenn du mit Freunden oder Lehrern redest, bleib ruhig. Lass dir Zeit. Pausen sind gut. Denk kurz nach, bevor du sprichst. Als ich Deutsch lernte, hatte ich Angst vor Pausen. Ich dachte, die Leute würden ungeduldig werden. Aber Menschen sind freundlich. Sie freuen sich, wenn sie dich verstehen. Das sind einfache Wege, um langsam Deutsch zu sprechen. Du musst nicht alles sofort umsetzen. Übe jeden Tag ein bisschen. Finde heraus, was dir Freude macht. Langsam sprechen ist keine Schwäche. Es ist eine kluge Lernmethode. So sprichst du deutlich, fühlst dich sicher und hast Spaß am Lernen. Mach weiter, du machst das prima. Viele möchten langsam sprechen, aber es fällt ihnen schwer. Ein häufiges Problem ist Schüchternheit. Wenn du ruhig sprichst, denkst du vielleicht, andere warten auf dich. Du hast das Gefühl, schneller sprechen zu müssen. Dann redest du wieder zu hastig. Aber das ist ganz normal. Viele kennen das. Um dich wohler zu fühlen, übe zuerst allein. Stell dich vor einen Spiegel. Sprich langsam.
Achte auf dein Gesicht und deinen Mund. Hör auf deine Stimme. Nach ein paar Tagen fühlst du dich entspannter. Ein anderes Problem ist, dass man vergisst, langsam zu sprechen. Wenn du nervös oder aufgeregt bist, redest du oft schneller. Das passiert vielen. Ich kenne das auch. Ich wollte ruhig sprechen, aber wenn ich gestresst war, vergaß ich es. Ein einfacher Trick hilft: Atme kurz ein, bevor du anfängst zu reden. Diese Pause erinnert dein Gehirn daran, langsamer zu werden. So bleibst du gelassen. Manche glauben, ihre Stimme klingt komisch, wenn sie langsam sprechen. Aber das ist nur ein Gefühl. Du bist es einfach nicht gewohnt. In Wahrheit klingt deine Stimme deutlich und angenehm. Versuch, dich selbst aufzunehmen. Dann hörst du, wie gut du klingst. Hör dir aufmerksam zu. Du wirst merken, dass deine Wörter klar und verständlich klingen. Viele denken, andere langweilen sich, wenn man langsam redet. Aber das stimmt nicht. Wenn du ruhig sprichst, verstehen dich die Leute besser. Sie können dir folgen und hören dir gern zu. Wenn du in ihre Gesichter schaust, siehst du oft ein Lächeln oder ein Nicken. Das zeigt, dass sie dich verstehen. Manche verlieren den Faden, wenn sie langsam sprechen. Sie beginnen einen Satz, stoppen und wissen nicht weiter. Das ist ärgerlich. Aber hier hilft ein einfacher Tipp. Verwende kurze Sätze. Zum Beispiel: Ich mag Tee. Er ist warm. Ich trinke ihn oft. Kurze Sätze sind leicht zu sprechen und zu behalten. Sie geben dir Sicherheit. Viele glauben, langsames Reden dauert zu lange. Sie denken, sie müssen schnell sprechen, um mehr zu sagen. Aber das ist falsch. Wenn du zu schnell redest und viele Fehler machst, dauert es am Ende länger. Denn die Menschen müssen nachfragen. Wenn du langsam sprichst, verstehen sie dich sofort. Es ist besser, wenige Wörter klar auszusprechen, als viele zu schnell. Manche werden müde, wenn sie langsam sprechen. Am Anfang brauchst du mehr Aufmerksamkeit. Du musst auf Stimme, Wörter und Rhythmus achten. Das kann anstrengend sein. Aber wie bei jeder neuen Übung wird es mit der Zeit leichter. Fang klein an. Übe 5 Minuten am Tag. Dann etwas länger. Dein Gehirn gewöhnt sich daran. Diese Schwierigkeiten sind normal, aber sie verschwinden. Mach weiter. Jedes Mal, wenn du ruhig sprichst, lernst du etwas Neues. Du wirst besser und sicherer. Dein Gehirn und dein Mund müssen zusammenarbeiten. Dein Gehirn denkt an die Wörter, dein Mund spricht sie aus. Manchmal ist dein Kopf schneller, manchmal dein Mund. Das kann das Sprechen schwer machen. Du kannst das trainieren. Sprich im Rhythmus, wie bei Musik. Sag jedes Wort mit einer kleinen Pause. So hat dein Gehirn Zeit. Und dein Mund bleibt ruhig. Du kannst auch im Takt klatschen oder mit dem Fuß tippen. Eine andere Übung ist das Nachsprechen. Höre, wenn jemand langsam Deutsch spricht, und wiederhole danach. Sprich seine Wörter nach,
auch die Betonung. Am Anfang ist das schwer, aber mit der Zeit klappt es gut. Du kannst auch kurz nachdenken, bevor du redest. Atme ein und frage dich, was möchte ich sagen? Sag es dann ruhig. Zum Beispiel, ich lese gern. Wiederhole den Satz mehrmals. So trainierst du dein Gedächtnis. Lies laut und wiederhole danach. Lies zum Beispiel, die Katze schläft. Schließ das Buch und sag den Satz noch einmal. Wenn du ihn vergisst, schau hinein und wiederhole. Sieh dir Wörter genau an und sprich sie deutlich. Wenn du Videos auf Deutsch schaust, nutze Untertitel. Lies und höre gleichzeitig. Halte das Video an und sag den Satz nach. Entspann dich. Atme tief ein. Setz dich bequem hin und lächle. Sag etwas Einfaches wie: Der Himmel ist blau. Sprich langsam und ruhig. Das hilft dir, gelassen zu bleiben. Mit regelmäßigem Üben werden dein Gehirn und dein Mund ein gutes Team. Deutsch sprechen wird leichter und macht mehr Spaß. Wenn du ruhig sprichst, lernst du auch schnelles Deutsch zu verstehen. Viele fragen sich, wie das geht. Ganz einfach: Wenn du langsam sprichst, arbeiten Ohr, Mund und Gehirn zusammen. Du lernst die Laute der Sprache. Wenn du später schnelles Deutsch hörst, erkennst du die Wörter besser. Dein Gehirn merkt sich Klang und Rhythmus. Ich erinnere mich, dass schnelles Reden mich früher oft verwirrte. Alles klang wie ein einziges Geräusch. Doch als ich zu Hause langsam sprach, verstand ich plötzlich viel mehr. Ich hörte jeden Ton. Mein Gehirn lernte den Rhythmus der Sprache. Langsames Sprechen hilft dir, Wortgruppen zu erkennen. Im Alltag verbinden Menschen Wörter oft miteinander. Du kannst sie langsam üben und später leichter verstehen. Sag zum Beispiel: Ich möchte essen. Sag es zuerst langsam, dann etwas schneller. Dein Mund lernt, sich zu bewegen. Und dein Ohr merkt sich den Klang. Das hilft dir, wenn andere schnell reden. Langsames Sprechen hilft dir auch, ruhig zu bleiben. Wenn du schnelles Deutsch hörst, bleib entspannt. Atme tief ein und achte auf Wörter, die du kennst. Du verstehst vielleicht nicht alles, aber genug. Mit der Zeit wirst du sicherer. Dein Gehirn beginnt, Sätze vorauszuahnen. Du spürst den natürlichen Rhythmus der Sprache. Übe so. Schau ein kurzes Video. Mach nach jedem Satz eine Pause. Wiederhole den Satz langsam und hör ihn dann in normalem Tempo. Vergleiche beide Versionen. Du wirst merken, sie gehören zusammen. Langsames Sprechen ist die Grundlage. Schnelles Sprechen das Ziel. Bau Satz für Satz auf. Jeder Satz ist ein kleiner Schritt. Wenn du ruhig bleibst, kannst du jedem Gespräch folgen. Manchmal bist du nervös oder aufgeregt. Du übst zu Hause und kannst alles, aber wenn du mit anderen sprichst,
wirst du unsicher. Dein Herz schlägt schneller, deine Hände werden kalt, du sprichst zu hastig. Das ist völlig normal. Atme vor dem Sprechen kurz ein. Das beruhigt dich. Ich erinnere mich an mein erstes Gespräch auf Deutsch. Ich war nervös und sprach viel zu schnell. Beim nächsten Mal atmete ich tief durch, lächelte und sprach langsam. Es funktionierte. Mein Lehrer verstand mich und ich war stolz. Achte beim Sprechen auf das Gesicht der anderen Person. Wenn sie verwirrt wirkt, sprich langsamer. Wenn sie lächelt, mach weiter. Menschen helfen dir, ruhig zu bleiben. Wenn du sehr aufgeregt bist, mach kleine Pausen. Sag zum Beispiel: Ich mag Brot. Pause: Es ist frisch. Pause: Ich esse es gern. Pausen geben deinem Gehirn Zeit. Dein Mund bewegt sich flüssiger und du wirst klarer verstanden. Nervosität kann deinen Körper anspannen. Atme tief ein, bewege deine Hände und lächle. So sprichst du leichter. Verwende einfache Sätze. Sag nicht: Ich wollte zum Markt gehen, weil ich Obst kaufen möchte. Sag lieber: Ich gehe zum Markt. Ich möchte Obst kaufen. Kurze Sätze geben dir Sicherheit. Übe langsames Sprechen mit einer vertrauten Person. Je öfter du übst, desto einfacher wird es. Sei freundlich zu dir selbst. Es ist völlig in Ordnung, nervös zu sein. Atme, halte kurz inne und sprich ruhig. Langsam zu sprechen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es heißt, klar und entspannt zu reden. Wenn du ruhig sprichst, verstehen dich andere besser. Langsames Sprechen ist auch ein Zeichen von Freundlichkeit. Es zeigt Respekt und Geduld. Es macht Gespräche angenehm und entspannt. Menschen fühlen sich wohl und reden gern mit dir. Früher sprach ich zu schnell und die anderen verstanden mich nicht. Dann sprach ich langsam und deutlich. Sie lächelten und hörten mir aufmerksam zu. Das Gespräch machte Spaß. Langsames Sprechen zeigt, dass dir andere wichtig sind. Menschen fühlen sich sicher und verstanden. Sie öffnen sich und reden mehr. So entsteht Vertrauen und Freundschaft. Langsames Sprechen klingt ruhig und freundlich. Deine Stimme wirkt warm und angenehm. Menschen hören dir gern zu. Du zeigst, dass du zuhörst und gibst deinem Gesprächspartner Zeit. Du machst das Gespräch klar und entspannt. Wenn du das nächste Mal sprichst, sprich bewusst langsamer. Schau in das Gesicht deines Gegenübers. Lächelt es? Wirkt es ruhig? Dann mach weiter. Langsames Sprechen hilft dir und den anderen. Es zeigt Aufmerksamkeit und Respekt. Du zeigst, dass du dich kümmerst. Menschen freuen sich, mit dir zu sprechen. Sprich also ruhig, freundlich und deutlich. Du tust damit etwas Gutes.
Danke, dass du heute dabei warst. Denk daran, Deutsch lernen ist kein Wettlauf. Lerne in deinem eigenen Tempo. Bis bald, mein Freund.